Lektion 1: Aktiv bleiben. Hi, wie hast du dich in letzter Zeit fit gehalten? Hallo, da die meisten Einrichtungen geschlossen sind, habe ich mich mit Outdoor-Aktivitäten beschäftigt. Das ist eine tolle Idee. Was hast du draußen gemacht? Ich habe mit dem Joggen im Park angefangen. Es ist erfrischend. Joggen ist hervorragend für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Wie finden Sie es? Es macht mir Spaß, aber ich muss an meiner Ausdauer arbeiten. Das braucht Zeit. Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt? Ja, ich habe mir vorgenommen, bis Ende des Monats einen 5-Kilometer-Lauf zu absolvieren. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Ich glaube, du kannst es erreichen. Danke. Ich mache auch einige Workouts zu Hause. Heimtraining kann sehr effektiv sein. Welche Übungen bevorzugst du? Ich mag Yoga und Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Yoga ist hervorragend für Flexibilität und Entspannung. Ja, es hilft mir, nach einem langen Tag abzuschalten. Haben Sie zur Abwechslung schon mal Online-Kurse ausprobiert? Da habe ich. Es gibt viele kostenlose Kurse. Das ist ja praktisch. Ich sollte mal bei einer Sitzung dabei sein. Das wäre toll. Wir können uns gegenseitig motivieren. Absolut. Gemeinsames Training mit einem Freund macht mehr Spaß. Lass uns gemeinsam einen Trainingsplan erstellen. Ich freue mich schon sehr darauf. Das wird eine tolle Möglichkeit sein, aktiv zu bleiben. Lektion 2: Urlaubsplanung. Super. Sollten wir unsere Zimmer im Voraus buchen? Auf jeden Fall. An den Wochen könnte es etwas voller werden. Das stimmt. Viele Menschen verreisen während der Ferien. Ich möchte nicht riskieren, keine Unterkunft zu finden. Genau. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Haben Sie schon online nach Hotels gesucht? Ja, ich habe ein paar gefunden, die vielversprechend aussehen. Was bieten sie an? Einige bieten tolle Annehmlichkeiten wie Pools und kostenloses Frühstück. Ein gutes Frühstück ist die Grundlage für einen gelungenen Start in den Tag. Da stimme ich zu. Außerdem spart es uns morgens Zeit. Haben Sie über den Standort nachgedacht? Ja, die Nähe zu Sehenswürdigkeiten hat Priorität. Das wird das Erkunden deutlich erleichtern. Sollen wir ein Budget für unseren Aufenthalt festlegen? Ja, das ist eine gute Idee. Wir können innerhalb unseres Budgets Optionen finden. Ich schicke Ihnen die Links zu den Hotels, die ich gefunden habe. Perfekt. Wir können vergleichen und eine Entscheidung treffen. Sobald wir gebucht haben, können wir uns auf die Planung unserer Aktivitäten konzentrieren. Ich freue mich riesig. Diese Reise wird so viel Spaß machen. Absolut. Lassen Sie uns die Details bald abschließen. Lektion 3: Die Welt des Bergbaus. Wussten Sie, dass es irgendwo auf der Welt viele unentdeckte Minen gibt? Jiffe, das klingt spannend. Wie viele gibt es denn?
Mehr als ein Drittel davon befindet sich in Afrika. Das ist ja erstaunlich. Welche Mineralien werden dort abgebaut? Afrika ist reich an Gold, Diamanten und Edelmetallen. Diese Ressourcen sind wertvoll. Wie wirken sie sich auf die Wirtschaft aus? Sie spielen eine bedeutende Rolle in den Volkswirtschaften vieler afrikanischer Länder. Das kann ich mir vorstellen. Aber gibt es irgendwelche Herausforderungen? Ja, es gibt Probleme wie Umweltschäden und Arbeitnehmerrechte. Das ist besorgniserregend. Wie können wir einen verantwortungsvollen Bergbau gewährleisten? Unternehmen müssen sich an strenge Vorschriften und ethische Geschäftspraktiken halten. Da stimme ich zu. Nachhaltigkeit sollte für alle Branchen Priorität haben. Haben Sie von erfolgreichen Initiativen in diesem Bereich gehört? Ja, einige Organisationen fördern faire Handelspraktiken. Das ist ermutigend. Bewusstsein kann zu positiven Veränderungen führen. Ruf. Bildung ist sowohl für Arbeitnehmer als auch für Konsumenten von entscheidender Bedeutung. Wir alle können dazu beitragen, indem wir ethische Marken unterstützen. Da jeder Einkauf kann etwas bewirken. Lasst uns weiterhin mehr über diese wichtigen Themen lernen. Ich freue mich darauf, mehr über globale Ressourcen zu erfahren. Gemeinsam können wir das Bewusstsein schärfen und andere inspirieren. Lektion 4: Kulinarische Abenteuer. Ich glaube, ich bestelle die Meeresfrüchteplatte. Das klingt köstlich. Was ist denn alles dabei? Es enthält Garnelen, Muscheln und Tintenfische. Ich liebe Kalamari. Sie sind immer so zart. Ja, ich freue mich schon darauf, sie auszuprobieren. Ich werde das traditionelle Gericht der Region probieren. Wie heißt dieses Gericht? Es heißt Pada. Es wird mit Reis und Meeresfrüchten zubereitet. Das klingt wunderbar. Hast du es schon einmal gegessen? Ja, aber jedes Restaurant hat seinen ganz eigenen Charakter. Ich genieße es, wie verschiedene Restaurants klassischen Gerichten ihre eigene Note verleihen. Klar, Essen ist eine großartige Möglichkeit, Kultur zu erleben. Erinnerst du dich an das letzte Mal, als wir etwas Neues ausprobiert haben? Ja, es war dieses thailändische Restaurant mit den scharfen Nudeln. Diese Nudeln waren fantastisch. Ich spüre die Schärfe immer noch. Meine Geschmacksnerven erlebten in dieser Nacht ein Abenteuer. Essen kann ein so schönes Erlebnis sein, das man gemeinsam genießen kann. Ruf. Ich liebe es, mit Freunden neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Ich bin gespannt, wie die Meeresfrüchteplatte im Vergleich abschneidet. Und ich kann es kaum erwarten, meine Peller zu essen. Lasst uns jeden Bissen genießen und unser Essen auskosten. Lektion 5: Grundlagen des Gärtnerns. Ich freue mich schon sehr darauf, mit unserem Gartenprojekt zu beginnen. Tja, welche Optionen müssen wir in Betracht ziehen? Zunächst einmal, benötige ich dafür irgendwelche speziellen Werkzeuge? Nicht wirklich. Einfache Werkzeuge reichen in der Regel aus.
Welche grundlegenden Werkzeuge empfehlen Sie uns anzuschaffen? Schaufel und Rechen sind für jeden Garten unverzichtbar. Gute Idee. Wie wäre es mit einer Hacke? Ja, eine Hacke eignet sich hervorragend zur Bodenvorbereitung. Ich werde eine Liste erstellen. Sollen wir auch Handschuhe besorgen? Hilf! Der Schutz unserer Hände ist sehr wichtig. Ich möchte am Ende keine schmutzigen Fingernägel haben. Ja, und wie sieht es mit Gießkannen aus? Eine Gießkanne ist notwendig, um unsere Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Und brauchen wir jetzt schon Samen oder Pflanzen? Ja, wir sollten selbst entscheiden, was wir anbauen wollen. Ich freue mich schon auf Kräuter. Frisches Basilikum wäre herrlich. Das klingt perfekt. Ich koche sehr gerne mit frischen Kräutern. Sollten wir auch Kompost für unseren Garten in Betracht ziehen? Ja, Kompost reichert den Boden an und hilft den Pflanzen, gut zu gedeihen. Ich habe das Gefühl, wir werden richtige Gärtner. Jawohl, lasst uns alle Materialien zusammensuchen und loslegen. Lektion 6: Gemeinsamkeiten finden. Ja, das bin ich. Es ist toll, jemanden zu treffen, dem es genauso geht. Da stimme ich vollkommen zu. Es ist tröstlich, mit anderen in Kontakt zu treten. Haben Sie schon einmal an einem dieser Treffen teilgenommen? Das ist mein erstes Mal. Ich war anfangs etwas nervös. Ich auch. Aber alle hier sind so freundlich. Ja, das erleichtert das Teilen. Was hat Sie hierher geführt? Ich wollte in einer schwierigen Zeit Unterstützung finden. Das ist verständlich. Ein kann es schwierig sein, sich dort zurechtzufinden. Absolut. Der Austausch von Erfahrungen kann die Belastung verringern. Haben Sie bisher etwas Hilfreiches gelernt? Ja, ich habe mir einige tolle Bewältigungsstrategien angeeignet. Das ist wunderbar. Ich hoffe auch ein paar zu lernen. Ich glaube, jeder hat wertvolle Erkenntnisse zu teilen. Da stimme ich zu. Jede Geschichte ist einzigartig und wichtig. Was erhoffen Sie sich von der Teilnahme an diesen Treffen? Ich hoffe, Ermutigung und hilfreiche Ressourcen zu finden. Das ist ein großartiges Ziel. Der Aufbau von Beziehungen ist unerlässlich. Ja, ein gutes Unterstützungsnetzwerk kann einen großen Unterschied machen. Lasst uns diese Chance gemeinsam optimal nutzen. Ruf, ich freue mich auf unsere Gespräche. Gemeinsam können wir uns gegenseitig inspirieren, immer weiter voranzugehen. Lektion 7: Projektmanagement. Um diese Aufgabe zu beschleunigen, können wir meiner Meinung nach mehr Ressourcen bereitstellen. Das ist eine hervorragende Idee. Welche Ressourcen haben Sie im Sinn? Wir könnten dem Projekt zusätzliche Teammitglieder zuweisen. Ja, mehr Hände erleichtern die Arbeit ungemein. Ich schlage außerdem vor, unser Budget für notwendige Werkzeuge zu erhöhen. Investitionen in Werkzeuge können die Effizienz deutlich steigern.
Genau. Wir wollen unsere Termine einhalten, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Haben wir den Zeitplan mit dem Team besprochen? Noch nicht. Wir sollten bald ein Treffen organisieren. Ich werde eine Präsentation vorbereiten, in der wir unseren Plan erläutern. Das klingt hervorragend. Klare Kommunikation ist unerlässlich. Sollten wir auch für jedes TA-Mitglied konkrete Ziele festlegen? Ja, das wird allen helfen, konzentriert und verantwortungsbewusst zu bleiben. Für wa- Ich werde eine Liste der Verantwortlichkeiten erstellen. Perfekt. Gemeinsam können wir den Prozess optimieren. Ich schätze Ihre proaktive Herangehensweise an dieses Projekt. Vielen Dank. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Lasst uns dafür sorgen, dass sich jeder in dieser arbeitsreichen Zeit unterstützt fühlt. Da stimme ich zu. Eine positive Teamatmosphäre kann die Moral steigern. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam alles erreichen können. Ich auch. Lasst uns gleich mit diesem Plan beginnen. Lektion 8: Transparenz gewährleisten. Absolut. Es sollte bei Bedarf leicht zugänglich sein, um es zu inspizieren. Ich stimme zu. Transparenz ist entscheidend für den Erfolg unseres Projekts. Wie schlagen Sie vor, die Dokumente zu organisieren? Ich denke, digitale Ordner wären für den einfachen Zugriff gut geeignet. Das ist eine clevere Idee. Wir können nach Datum und Typ kategorisieren. Ja, und wir sollten auch aussagekräftige Dateinamen verwenden, um die Navigation zu erleichtern. Und wie sieht es mit Backups aus? Wir müssen sicherstellen, dass nichts verloren geht. Ich werde aus Sicherheitsgründen eine Kopie in der Cloud speichern. Das klingt perfekt. Wir sollten auch ein physisches Backup haben. Ja, ein abschließbarer Schrank im Büro wäre ideal. Sollten wir einen regelmäßigen Überprüfungsplan für diese Dateien festlegen? Auf jeden Fall. Monatliche Überprüfungen sorgen dafür, dass alles auf dem neuesten Stand bleibt. Mir gefällt der Plan. Er wird uns helfen, auf Kurs zu bleiben. Zudem ermöglicht es uns, etwaige Probleme umgehend zu beheben. Genau. Kommunikation ist in diesem Prozess der Schlüssel. Ich schätze Ihren Fokus auf Organisation. Das erleichtert die TM-Arbeit. Vielen Dank. Gemeinsam können wir ein starkes Fundament schaffen. Ich bin gespannt, wie reibungslos dieses Projekt ablaufen wird. Ich auch. Lasst uns dafür sorgen, dass von Anfang an alles perfekt vorbereitet ist. Lektion 9: Die großen Seen entdecken. Wussten Sie, dass dieser Fluss nach Norden zum Ontariosee fließt? Wirklich, das ist ja interessant. Wie weit ist es denn? Es ist etwa 100 Kilometer von hier entfernt. Das ist eine ganz schöne Entfernung. Was macht den Ontariosee so besonders? Es ist der flächenmäßig kleinste der großen Seen. Das wusste ich nicht. Welches ist denn das größte? Diesen Titel trägt der obere See. Er ist riesig.
Ich habe gehört, es sei wunderschön, aber das Wasser sei ziemlich kalt. Ja, es ist bekannt für seine atemberaubenden Ausblicke und sein eisiges Wasser. Unterviose, Severa. Im Allgemeinen ja. Es ist oft besser zum Schwimmen geeignet. Das klingt verlockend. Fühlen Sie gerne in Seen. Ja, absolut. Natürliches Wasser hat etwas Erfrischendes an sich. Da stimme ich zu. Außerdem ist die Landschaft rund um die Seen meist atemberaubend. In der Tat. Haben Sie schon einmal einen der großen Seen besucht? Ich habe den Michigansee einmal besucht. Er fühlte sich an wie ein Ozean. Das ist ja fantastisch. Jeder See hat seinen ganz eigenen Charme. Ich würde irgendwann sehr gerne alle großen Seen erkunden. Das klingt nach einem tollen Abenteuer. Lass uns eine Reise planen. Saf, wir können die Natur genießen und mehr über die Seen erfahren. Gemeinsam können wir wundervolle Erinnerungen am Wasser schaffen. Lektion 10. Die Bedeutung von Sensibilität. Ich kann nicht glauben, was ich da gerade mitgehört habe. Was ist denn passiert? Ich habe gerade mein Gebäck genossen. Die Geschäftsleute scherzten über jemanden, der kürzlich verstorben ist. Das ist völlig unangemessen. Die Leute sollten rücksichtsvoller sein. Da stimme ich zu. Das ist kein Thema für Humor. Der Tod ist eine ernste Sache. Er beeinflusst viele Leben. Genau. Sie sollten mehr Respekt vor der Situation haben. Es ist erstaunlich, wie sehr es manchen Menschen an Empathie mangelt. Ja, das lässt einen über ihren Charakter nachdenken. Vielleicht ist ihnen nicht bewusst, wie sehr ihre Worte andere beeinflussen. Das stimmt. Worte können mächtig sein, im Guten wie im Schlechten. Ich wünschte, die Leute würden nachdenken, bevor sie sprechen. Vielleicht brauchen sie eine Erinnerung an Mitgefühl. Mitgefühl ist in allen Lebensbereichen unerlässlich. Ich hoffe, Sie lernen in Zukunft rücksichtsvoller zu sein. Tja, wir können mit gutem Beispiel vorangehen und selbst Freundlichkeit zeigen. Absolut. Freundlichkeit kann einen entscheidenden Unterschied machen. Lasst uns stattdessen darauf konzentrieren, Positivität zu verbreiten. Ich stimme zu. Lasst uns unsere Zeit hier genießen und uns gegenseitig unterstützen. Lektion 11. Eine bessere Gemeinschaft aufbauen. Ich fühle mich durch dieses Treffen inspiriert. Auch die Diskussionen über Frieden sind sehr eindrucksvoll. Sie sprachen davon, über die Mauer hinaus bis zum Tag des Friedens zu gehen. Ja, und wie wichtig Gerechtigkeit für wahren Frieden ist. Ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten, um das zu erreichen. Proof. Es beginnt mit dem Verständnis für etwas, das über uns selbst hinausgeht. Genau. Wir müssen die Bedürfnisse anderer berücksichtigen. Wie können wir zu dieser Vision beitragen? Ich denke, ehrenamtliche Mitarbeit in lokalen Projekten ist ein guter Anfang. Das ist eine wunderbare Idee. Das kann wirklich etwas bewirken.
Wir könnten auch Aufklärungskampagnen organisieren, meinst du? Darf andere aufzuklären, ist der Schlüssel zur Förderung von Veränderungen. Ich finde es toll, wie dieses Treffen gemeinsames Handeln fördert. Es motiviert uns wirklich, uns in unserer Gemeinschaft zu engagieren. Gemeinsam können wir eine positive Kettenreaktion auslösen. Darf jeder noch so kleine Beitrag zählt für ein größeres Ziel. Es ist inspirierend, hier so viele leidenschaftliche Menschen zu sehen. Ich stimme zu. Wir sind alle in diesem Kampf für Gerechtigkeit vereint. Lasst uns diese Ideen aufgreifen und in die Tat umsetzen. Zu, auf eine gemeinsame, bessere Zukunft. Gemeinsam können wir mehr erreichen, als wir für möglich gehalten hätten. Lektion 12: Investitionsmöglichkeiten erkunden. Ich glaube, wir sind offen für Gespräche über eine gemeinsame Investition. Ja, das könnte eine vorteilhafte Vereinbarung für beide Parteien sein. Haben Sie schon einmal über alternative Finanzierungsmöglichkeiten nachgedacht? Absolut. Es gibt viele Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann. Wir könnten Crowdfunding als ersten Schritt in Betracht ziehen. Das ist eine großartige Idee. So können sich viele Menschen einbringen. Außerdem kann es uns helfen, das Interesse an unserem Projekt einzuschätzen. Klar. Und was ist mit Business Angels? Sie können erhebliche finanzielle Mittel sowie wertvolle Ratschläge bereitstellen. Das stimmt. Ihre Erfahrung kann uns helfen, Herausforderungen zu meistern. Wir sollten auch Kredite für kleine Unternehmen in Betracht ziehen. Ja, aber wir müssen sicherstellen, dass wir die Rückzahlung bewältigen können. Da stimme ich zu. Sorgfältige Finanzplanung ist unerlässlich. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich an lokale Investoren zu wenden? Ja, habe ich. Das könnte eine tolle Möglichkeit sein, die Unterstützung der Gemeinschaft zu stärken. Netzwerken ist der Schlüssel. Wir sollten an lokalen Wirtschaftsveranstaltungen teilnehmen. Absolut. Der Aufbau von Beziehungen kann viele Türen öffnen. Lasst uns auch einen soliden Geschäftsplan ausarbeiten, den wir präsentieren können. Ein klarer Plan wird unser Engagement und unsere Vision unter Beweis stellen. Gemeinsam können wir diese Optionen effektiv erkunden. Ich freue mich auf die kommenden Möglichkeiten. Lektion 13: Wünsche und Möglichkeiten. Ich habe über unsere Pläne für das Projekt nachgedacht. Das ist großartig. Welche konkreten Aspekte berücksichtigen Sie? Ich frage mich, ob daraus etwas Größeres wird, als wir uns vorgestellt haben. Ich glaube, es hat das Potenzial, erheblich zu wachsen. Was lässt dich so empfinden? Das bisherige Interesse ist ermutigend. Das stimmt. Die Leute scheinen von unseren Ideen begeistert zu sein. Zudem war unsere Teamarbeit sehr effektiv. Da stimme ich zu. Wir ergänzen uns mit unseren Stärken hervorragend. Wenn wir weiterhin innovativ bleiben, können wir Großes erreichen. Können Sie sich vorstellen, dass wir unser Publikum erweitern? Ich denke, wir können mit unserer Botschaft viel mehr Menschen erreichen.
Das wäre fantastisch. Welche Schritte sollten wir als nächstes unternehmen? Wir sollten uns auf Marketingstrategien konzentrieren, um unsere Präsenz auszubauen. Ja, soziale Medien könnten ein mächtiges Werkzeug für uns sein. Ruf. Ansprechende Inhalte können Aufmerksamkeit erregen. Sollten wir auch eine Zusammenarbeit mit anderen in Betracht ziehen? Das klingt nach einer genialen Idee. Partnerschaften können unsere Reichweite vergrößern. Ich freue mich auf die Möglichkeiten, die vor mir liegen. Doch lasst uns weiterhin große Träume haben und hart arbeiten. Gemeinsam können wir unsere Pläne in die Tat umsetzen. Lektion 14. Filmabend-Diskussionen. Hi, hast du gestern Abend den neuen Film gesehen? Ja, das habe ich. Es war wirklich unterhaltsam. Das dachte ich auch. Was war dein Lieblingsteil? Die überraschende Wendung am Ende hat mir sehr gefallen. Sie hat mich völlig überrascht. Das war genial. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Die Charakterentwicklung war ebenfalls beeindruckend. Absolut. Die Hauptfigur hat sich im Laufe des Films wirklich weiterentwickelt. Ich fühlte mich ihnen verbunden. Ihre Probleme waren nachvollziehbar. Ja, es hat die Geschichte eindrucksvoller gemacht. Was hielten Sie von der Kameraführung? Die Bilder waren atemberaubend. Die Farben waren so lebendig. Da stimme ich zu. Jede Szene war wie ein Kunstwerk. Ist Ihnen die Musik aufgefallen? Sie hat so viel zur Atmosphäre beigetragen. Ja, der Soundtrack passte perfekt zu den Emotionen. Ich könnte diese Musik in Dauerschleife hören. Sollen wir es unseren Freunden empfehlen? Tiluf. Ein absolutes Muss für jeden, der gute Geschichten zu schätzen weiß. Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, es zusammen anzusehen. Doch, dadurch wurde das Erlebnis noch schöner. Lasst uns bald wieder einen Filmabend planen. Lektion 15. Ausmisten für einen guten Zweck. Wir finden oft Dinge, die wir nicht mehr benutzen, nicht wahr? Ja, das tun wir. Es ist erstaunlich, wie viel sich im Laufe der Zeit ansammelt. Sollen wir das, was wir nicht brauchen, spenden oder verkaufen? Ich finde beide Optionen super. Es kommt auf den Artikel an. Das stimmt. Manche Gegenstände eignen sich besser als Spende. Ja, insbesondere Kleidung und Spielzeug, die Bedürftigen helfen können. Was ist mit Gegenständen, die sich noch in gutem Zustand befinden? Die können wir auf dem Flohmarkt verkaufen. Das ist eine fantastische Idee. Davon könnte unsere Gemeinde profitieren. Außerdem können wir uns so ein kleines zu Brot verdienen. Genau. Wie sieht es mit saisonalen Artikeln aus? Saisonale Artikel sind oft gefragt. Wir sollten sie präsentieren. Wir können einen speziellen Bereich für Weihnachtsdekorationen einrichten. Das wird mehr Käufer anlocken.
Ich liebe es, wie das Ausmisten anderen und uns selbst helfen kann. Tja, das ist eine Win-Win-Situation. Lasst uns alles, was wir verkaufen wollen, zusammentragen und sortieren. Einverstanden. Das wird ein produktiver Tag. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können. Lektion 16. Reiseplanung. Haben Sie schon an Unterkünfte für unsere Reise gedacht? Da habe ich. Wenn Sie in Hotels übernachten, Ich hatte es in Erwägung gezogen, bin aber auch für andere Optionen offen. wie wäre es mit einer Mietwohnung? Die wäre vielleicht geräumiger. Das ist eine großartige Idee. Es würde sich viel mehr wie zu Hause anfühlen. Außerdem könnten wir unsere Mahlzeiten selbst zubereiten. Genau, das kann uns Geld beim Auswärtsessen sparen. Und wir können auf lokalen Märkten nach frischen Zutaten suchen. Ich finde die Idee großartig. Sie bereichert das Reiserlebnis. Sollten wir als budgetfreundliche Alternative auch Hostels in Betracht ziehen? Hostels können richtig Spaß machen. Dort würden wir andere Reisende kennenlernen. Ja, das ist eine tolle Möglichkeit, neue Freunde kennenzulernen. Und wie sieht es mit der Lage aus? Sollten wir einen zentralen Ort wählen? Absolut. Die Nähe zu den Sehenswürdigkeiten würde vieles erleichtern. Da stimme ich zu. Weniger Zeit fürs Pendeln bedeutet mehr Zeit zum Erkunden. Lasst uns unsere Optionen prüfen und die Preise vergleichen. Ich werde nach Rezensionen suchen, um sicherzustellen, dass wir eine gute Wahl treffen. Perfekt. Gemeinsam finden wir die beste Unterkunft. Ich freue mich darauf, diese Reise mit dir zu planen. Lektion 17. Die Macht der Kritik. Hast du den Artikel über Kulturkritik gelesen? Da habe ich. Es hat viel Aufmerksamkeit von Kritikern erhalten. Es wurde Anfang der 1990er Jahre im Harper's Magazine veröffentlicht, richtig. Genau, es wurde schnell zu einem bedeutenden Werk in der Literaturwelt. Ich fand die Argumente durchaus überzeugend. Was meintest du? Ich fand es gut, dass es herkömmliche Ansichten in Frage stellte. Es hat mich dazu gebracht, viele Aspekte der modernen Kultur zu überdenken. Tja, der Autor präsentierte zum Nachdenken anregende Ideen. Ich war überrascht von den Reaktionen, die es auslöste. Einige Kritiker lobten es, andere waren recht harsch. Das zeigt, wie mächtig geschriebene Worte sein können. Zuruf. Solche Artikel können die öffentliche Debatte beeinflussen. Halten Sie es für wichtig, unterschiedliche Meinungen zu haben? Tja, unterschiedliche Perspektiven bereichern unser Verständnis. Da stimme ich zu. Es fördert kritisches Denken und Diskussionen. Was ist Ihrer Meinung nach das Vermächtnis dieses Artikels heute? Es hat nach wie vor Relevanz, insbesondere in aktuellen Kulturdebatten. Tja, es ist faszinierend, wie ein kurzer Artikel eine solche Wirkung haben kann. Lasst uns weitere Artikel wie diesen entdecken.
Großartige Idee. Man kann so viel von Kulturkritik lernen. Gemeinsam können wir unseren Horizont erweitern und uns mit verschiedenen Ideen auseinandersetzen.